Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es ist wieder Elevator Time und ja, der allseits bekannte Ohrwurm, er ist wirklich ein Banger, muss man so sagen, ist wieder zurück. Die Stockwerke warten darauf, erobert zu werden, und wie immer habe ich natürlich für euch auch einen dementsprechenden Elevator Code parat, den ihr sehr gerne einlösen könnt, mit euren Gilden teilen könnt, per Rundmail weiterleiten könnt, dann am Ende hat eure komplette Gilde was davon. Und ja, der Elevator ist halt eben auch ein Gilden-Feature. Dorza-9W3Z ist der Elevator-Code für dieses Mal. Wie immer könnt ihr erst ab Stufe 10 diesen Code nutzen, und wenn ihr dem Elevator-Event beigetreten seid, der Code gibt euch 25 Elevator-Tickets, ein Flügeltrank und 100 Sanduhren. Ja, ich wollte gerade schon wieder Treibsanduhren sagen. Auf jeden Fall, genau, die Sachen sind hier drin enthalten. Viel Spaß damit, viel Erfolg im Elevator, und während ihr das Video jetzt hier gerade seht, sind wir auch bereits schon wieder live auf Twitch, genau in dem Moment, und ihr könnt euch auch die Elevator Drops ab jetzt sofort bei mir auf Twitch im Stream sichern. Also wer mir da noch nicht folgen sollte, sehr gerne vorbeischauen. twitch.tv/Dorza lautet die URL. Und ja, hier könnt ihr ganz easy, ganz einfach ein Follow da lassen, und dann kriegt ihr auch die Elevator Drops. Ja, und genau, einfach nur zuschauen. Und dann kriegt ihr die auch automatisch freigeschaltet. Ne? Gestern haben schon viele Leute gefragt, was mit den Drops irgendwie los sei. Weil das Ganze... hätte ich irgendein Geschenk bekommen hier. Sehe ich gerade. Weil das Ganze jetzt hier irgendwie... ja, nicht aktualisiert hatte. Nee, es ist so folgendermaßen, bis gestern gingen noch die normalen Drops, 3 von 3 tatsächlich, und ab heute, ab Donnerstag um 16 Uhr starten dann die Elevator Drops, und die gehen dann die ganze Woche beziehungsweise bis Sonntag, und am Montag gibt es dann neue Elevator Drops dann auch wieder, und von daher, genau, das wird euch das auch angezeigt. Ich werde euch das morgen auch nochmal zeigen, wenn das Ganze hier verfügbar ist, und ja, genau, wie gesagt, schaut gerne vorbei. Ich versuche auf jeden Fall, so gut es geht, jeden Tag online zu sein, live zu sein, damit ihr auch möglichst gut eure Elevator Drops bekommt. Das ist für mich jetzt auch das erste Mal, dass ich die habe, weil ich ja auch erst die Drops seit einem Monat oder seit 2 Monaten habe, und deswegen für mich auch ein bisschen Umstellung gewesen ist, wo ich mich jetzt auch erstmal ein bisschen reinfuchsen musste, sag ich mal so, wie es ist. Ne? Jo, ansonsten... genau, ja, das waren hier noch die Jobs, die gestern noch parat gewesen sind. Mehr habe ich jetzt nicht geschafft, mir zu holen. Den Rest habe ich dann leider auch verpasst, weil ich selbst auch nicht wusste, wie das Ganze genau läuft in der Elevator Drop Woche. Weil anscheinend war es so gewesen, laut Erzählungen, dass Montag schon das Dropset 3 von 3 gestartet hat, und ja, das dann bis Mittwoch ging. Und wie gesagt, heute ist eben das neue Set sozusagen gibt. Das sind ja hier die normalen Drops, die ihr bekommen könnt bei mir. Dropset 1, 2 und die 3. Ne? Und normalerweise startet das Montag, das hier Mittwoch und das Freitag. Ne? Aber das war jetzt hier schon seit Montag aktiv, Dienstag dann auch und Mittwoch auch, aber ausschließlich nur das. Und jetzt starten dann halt die Elevator Drops. Ne? Was da drin alles ist, kann ich euch jetzt 100% noch nicht sagen. Auf jeden Fall sind dort auch Elevator Tickets drin, die ihr dann für den Beitritt benötigt im Elevator selbst auf jeden Fall. Ne? Ja, ich hatte hier gestern schon ein bisschen Gas gegeben. Ich habe hier die 600 voll gemacht. Wir haben hier die Stockwerke gecleart soweit. Das war jetzt nicht weiter wild. Stiefelkotzer ist auch sehr nah an mir dran gewesen, beziehungsweise kam sehr nah an mich ran. Ich habe gestern im Stream schon gepusht. Ich habe angefangen ab Stufe 100. Ja, ab Stufe 100 habe ich angefangen, die Schokomünzen zu nehmen, die ja 10% mehr Beute aus Kämpfen bekommen. Also ich habe da schon auch wieder relativ früh angefangen, auf goldene Münzen, beziehungsweise auf die Schokis zu gehen hier, um halt eben dementsprechend ein bisschen mehr Rewards zu bekommen. Anscheinend pusht die Gilde auch gerade, wie ich das sehe, hier live. Ja, das ist auch ganz cool. Und genau,
ja, das ist so das Ding. Ich werde jetzt die Tage natürlich auch weiterhin die Shoki nutzen für die restlichen Stockwerke. Jetzt wird das Ganze ja auch nochmal immer von Tag zu Tag leichter, da wir ja hier auch die Special Offer haben und hier wir 2% mehr Schaden bekommen durch halt diese Schokomünze, beziehungsweise halt eben durch alle Buffs, die man sich im Belzebub Shop soweit kauft. Die sind auch stackbar hier tatsächlich, also von daher, das ist auch ganz cool. Und ja, so sieht es momentan gerade in der Solo-Rangliste aus bei uns auf F9. Ich bin tatsächlich führend, ganz knapp, Stiefelkotzer dahinter. Ich sage aber auch ehrlich, ich wäre auch zufrieden gewesen, wäre ich Platz 2, 3, 4, 5 oder so, weil ich habe jetzt tatsächlich nicht wegen den Solo-Portal bzw. Solo-Ranglisten-Belohnungen gepusht, weil die halten sich tatsächlich wirklich in Grenzen, muss ich sagen. Finde ich aber auch gut, weil das Elevator-Event nach wie vor auch ein Gilden-Event sein sollte und dementsprechend auch die Gilden-Belohnungen darauf der Fokus sein sollte. Ne? Also das sind nur die Belohnungen für, ja, also für die Einzelspieler-Rangliste sozusagen. Wenn wir hier zur Gilden-Rangliste gehen, so sieht es momentan gerade aus in Bezug auf die Gilden-Rangliste. Ja, Horizon auf der 1 mit 1,5 Millionen, wir auf der 2 mit 1,38 und dann Slicer auf der 3 mit 850k. Momentan gerade noch ein bisschen hinter uns, Slicer aber nicht zu unterschätzen. Die haben die letzten Male auch immer zum Schluss aufgeholt und haben uns immer den zweiten Rang gekostet, sozusagen, weil sie immer zum Ende hin anfangen zu pushen, warum auch immer, und uns dann auf Platz 3 drängen. Ne? Ihr seht ja auch anhand meines Backgrounds, ich habe ja auch den Bronzerahmen. Wir haben es bisher die letzten Male nicht geschafft, Platz 2 halten zu können. Und davon gehe ich dieses Mal auch wieder aus. Ja? Momentane Belohnungen sehen so aus, sind auch relativ nah beieinander. Tatsächlich von den Rewards her, also ressourcentechnisch, macht das wirklich Platz 1, 2 und 3 0 Unterschied. Nur halt beim Gold ist ein marginaler Unterschied, aber jetzt auch nicht so wild, sodass, wenn man jetzt hier auf Platz 1, 2 oder 3 wäre, es ist eigentlich im Prinzip komplett egal. Jetzt auf Platz 4 ist noch vollkommen fein und 5 finde ich ist auch noch okay, weil ja, viel Abstand ist hier nicht zwischen den Belohnungen. Das geht noch einigermaßen klar und bei der 5 sind wir hier schon, da sprechen wir schon von Rang 7 bis 9. Ne, also von daher, das passt eigentlich soweit. Ja, genau. Und so sieht es momentan aus. Ja, wir können ja mal ein paar Ebenen pushen, beziehungsweise wir gehen auch mal in die Helle Tech gleich rein. Hier haben wir das auch schon eingestellt, sodass hier nur einer teilnehmen kann. Das hatte unsere Gildenleitung gemacht. Das ist ja das neue Feature von dem Elevator, dass die Gildenleitung jetzt einstellen kann, wie viele Leute welcher Ebene joinen sollen. Und vorher war ja hier immer 1 von 50, jetzt ist hier nur 1 von 1. Hier ist dann 1, hier sollen dann anscheinend 2 rein, hier sollen 2 rein, hier sollen dann 3 rein, ne? Und so weiter und so fort. Hier sollen dann 4 rein, hier war ich zum Beispiel gestern auch drin, hier haben wir gewonnen, können wir nochmal gucken. System Trollo hat hier, können wir gucken, ob vielleicht 2 sogar reichen. Ja, also wenn ich drin bin, dann reichen auf jeden Fall 2. No Flex an der Stelle hier, sodass wir uns überlegen können, dass ich eigentlich, glaube ich, eher in die 7 reingehöre, weil die 7 haben wir auch easy gewonnen und sogar über die 8 schon nachdenken können, ne? Wenn wir uns das mal hier anschauen. Also heute supporte ich noch die Ebene hier. Ne, und die scheint auch schon relativ easy zu sein. Also wir werden in naher Zeit auch dann auf die 8 switchen, denke ich mal. Die stärksten aus der Gilde, sodass wir dann auch hier dementsprechend ein bisschen weiterkommen. Ne? Genau, ansonsten machen wir einfach mal noch ein paar Ebenen. Ich bin, glaube ich, gestern das erste Mal, was ja auch vielleicht ganz interessant ist im Vergleich zum letzten Mal, auf welcher Stage ich das erste Mal gestorben bin. Beim letzten Mal bin ich, ja, glaube ich, irgendwas um die 470 oder so das erste Mal verreckt. Und ich gehe ja jetzt nun schon seit, ich glaube, 2 Monaten auf Ausdauer und das macht sich tatsächlich bemerkbar. Also es hat sich im Elevator bemerkbar gemacht, denn hier bin ich jetzt kurz vor 500 das erste Mal gestorben und das zeigt mir auf jeden Fall, dass wir ein bisschen mehr Stability haben, ein bisschen mehr Sustain oder wie gesagt, also Sustain ist glaube ich nicht ganz das richtige Wort, aber ein bisschen mehr Standhaftigkeit, ein bisschen mehr Leben einfach, ein bisschen mehr Ausdauer. Wir können ein paar Hits mehr oder wir können einen Hit mehr tanken, so vielleicht von den Gegnern.
unter 500 und deswegen, das ging jetzt eigentlich relativ easy, muss ich sagen. Sodass wir jetzt erst so, ich sag mal, später ein bisschen ins Straucheln geraten hier. Ich sag mal so bei den letzten 5 Gegnern. Da hatte ich gestern so ein bisschen mein Tun, aber das wird ja jetzt auch von Tag zu Tag leichter werden, weil halt eben auch die Boni im Belzebub-Shop von Tag zu Tag auch natürlich stärker werden. Und ja, deswegen werden wir heute auch natürlich ganz gechillt die 600 wieder voll machen. Ist ja klar, wie Kloßbrühe. Und genau, wenn ihr das sehen wollt, dann schaut sehr gerne vorbei im Stream. Wie gesagt, ne, lasst da ein Follow da. Dann verpasst ihr nicht, wenn ich online gehe. Ansonsten poste ich das auch immer auf meinem Discord-Server. Falls ihr auf ganz nummersicher gehen wollt, dann folgt mir einfach auf Discord. Hier könnt ihr auch übrigens, hier posten auch momentan viele für IO28 ihre Gilden rein. Falls ihr da noch auf der Suche seid, könnt ihr auch sehr gerne auf dem Discord-Server hier vorbeikommen und eure Gilde reinposten. Oder ihr seid ein Spieler und postet euch selbst rein, ne? Und dann werden vielleicht dann Gilden auf euch aufmerksam, also so als auch so, ne? Connecten sich hier Leute untereinander, das ist tatsächlich ganz cool. Ja, wie gesagt, ich poste hier auch immer jedes Mal, wenn ich live bin, also von daher, wer da jetzt die Tage nichts verpassen will, ansonsten auch gerne auf Discord folgen. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Aber das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.